Jetzt knallt's. Im Suzuki Jimny bauen wir jetzt mal ein richtig geiles Autoradio ein. Ja, Jimny 2018 schaut hammergeil aus. Marco hat uns ja das Auto gebracht und zeigt euch da auch noch ganz andere Sachen, was ihr mit dem Auto machen könnt. Wir kümmern uns in diesem Teil um das Austauschen des Autoradios in ein mega geiles Autoradio. Und dann gibt es auch noch zwei weitere Teile. Da machen wir dann auch noch eine neue Soundanlage rein in Form von neuen Frontlautsprechern, weil das hat das Auto richtig nötig. Und was über eine Rückfahrkamera gibt es auch noch. So, jetzt sind wir ja unter uns und jetzt können wir noch mal einen kurzen Blick hier drauf schmeißen, wie extrem einfach das hier drin ausschaut. Und genauso wie es ausschaut, so klingt es leider auch. Also das Autoradio kann halt CD, es kann Radio und es kann USB und es kann Bluetooth. Das war's. Und Leistung hat das Ding 0,0. Wir haben hier Lautsprecher, wir haben noch nicht mal Lautsprecher drin. Naja, einen rechts, einen links, und zwar so einen kleinen Lautsprecher im Fußraum unten drin. Wie soll denn das klingen? Das kann nicht klingen. Da sind noch nicht mal Hochtöner drin im Spiegeldreieck oder irgendwo hier. Das kann nur total dumpf und matt klingen und total lustlos. Naja, und das Resultat ist, dass es genau so klingt, wie ich sage. Also wenn ich hier aufdrehe, da ist weder Bass noch Hochton noch irgendwas, das spielt irgendwo da unten drin, zum Nachrichten hören vielleicht genau das Richtige. Aber Leute, das ändern wir und wir kümmern uns jetzt als allererstes ums Autoradio. Und wir wären ja nicht ARS 24, wenn wir nicht schon was vorbereitet hätten. Und ich schwöre euch, das wird euch gefallen und die Schuhe ausziehen. Bevor ich euch die Traumlösung zeige, reißen wir erstmal das Radio raus. Also mit Reißen hat es eigentlich gar nichts zu tun. Aber es geht schon sehr einfach. Plastikspatel hier nehmen, die untere Verkleidung hier wegmachen und zwei Schrauben lösen. Und das sind nur Kreuzschlitz. Und jetzt ist das Ganze nur noch geklippt. Einmal, zweimal. Und schon haben wir es in der Hand. Das ist das gute Stück. Abstecken. Einmal Anschluss, das war der USB-Anschluss, und dann haben wir noch die Antenne. Und das gute Stück, das legen wir jetzt ad acta. Leute, wie schaut es mit euch aus? Jetzt hat der Marco ja schon gezeigt, was er hier alles für coole Anbauteile dran gemacht hat, damit die Kiste richtig lässig ausschaut. Würdet ihr damit in die Kiesgrube fahren und mal richtig Schotter lassen, weil er hat ja schließlich Allrad? Oder ist es eher so ein Auto zum Eisholen? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschmeißen, ja? Gleich ist es soweit. Ich werde euch sofort zeigen, was für eine geile Radiolösung wir für euch vorbereitet haben. Und weil wir ein geiles Radio haben, brauchen wir auch ein neues Bluetooth-Mikrofon, damit wir optimale Sprachverbindung haben. Und das werden wir hier oben schnell installieren. Dazu müssen wir nur die A-Säulenverkleidung wegmachen. Also das geht alles irre schnell in dem Auto. Dazu können wir jetzt unser Kabel hier schon reinlegen. Super easy. So. Da machen wir gleich eine Halterung her. Und damit haben wir das Kabel hier schon drin. Damit es hier nicht über ein Airbag läuft, hier ist noch ein Rest, ein Strang vom Airbag-Halter, da macht es gar nichts. Machen wir das Kabel hier an der Seite natürlich fest. Okay, jetzt warte ich, lass mich selber mal schnell schauen. Das ist so geil. Wir können das Kabel jetzt direkt hier durchs Handschuhfach nach oben durchgreifen und hier oben abholen. Also das machen wir jetzt mal schnell. Und da können wir unsere A-Säulenverkleidung auch schon wieder montieren und den Gummi anbringen. Jetzt werden wir den da oben reinpacken, genau. Mikrofon aufstecken. Ja, so rum. Und das haben wir da unten drin. Das war's. Jetzt muss das Kabel
für das Mikrofon hier noch hoch. Können wir auch direkt durchlangen. Genau, da haben wir es schon. So, damit haben wir das Kabel hinterm Handschuhfach durchgezogen. Fertig. Weil unser neues Autoradio natürlich auch Apple CarPlay hat, brauchen wir hier noch eine GPS-Antenne für optimale Navigationsvoraussetzungen. Und das können wir direkt da hinten aufkleben. Die GPS-Antenne liegt im Lieferumfang mit dabei. Können wir auf diese kleine Metallplatte kleben. Und die kleben wir wiederum hier hinten auf diese plane Fläche drauf. Das sieht man jetzt schlecht hin, aber problemlos schon befestigt. So, Hauptsache drüber kommt kein Metall mehr. Alles gut, alles fertig. Sicherheitshalber können wir hier noch ein Panzertape drüber kleben, was eigentlich schon echt sehr gut hebt, aber jetzt sind wir richtig safe. So, und jetzt ist es gleich soweit. Jetzt seht ihr dann gleich das Radio, wo reinkommt, und ihr kennt das schon. Also wer schon länger meinen Kanal beobachtet, der weiß, ich bin manchmal emotional voll drauf, ja. Und bei dem Gerät und bei dem Auto bin ich einfach mega emotional. Und schaut euch nochmal, das ist das Autoradio. Das, was wir gerade rausgebaut haben. Mit 2 Schrauben und so einer Blende und alles abgesteckt. Das war's. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ganz wenig. Wer weiß es schon? Ein Alpine iLXF 903D. Das ist das 9 Zoll Multimedia-Gerät im Ein-DIN-Schacht. Also ich zeige euch mal, was wir jetzt alles gemacht haben. Ja? Das ist ein DIN. Und wir haben für euch jetzt alles schon vorbereitet. Jeder Suzuki Jimny-Fahrer, der kriegt jetzt feuchte Augen, also hoffe ich mal, weil er sagt, das schaut ja fast aus wie ein Mercedes G-Klasse. Nein, dieses Wort sprechen wir beim Jimny ja jetzt nicht aus. Wir haben für euch alles so vorbereitet, dass ihr, wenn ihr das Gerät bestellt, alles wie dieses Gerät geliefert bekommt. Wir haben alle Anschlüsse bereits dran, schön zusammengebunden, so dass ihr jetzt nur noch das Gerät nehmen müsst, anstecken. Die GPS-Antenne und das Mikrofon, was wir gerade installiert haben, ist ja jetzt schon drin. Wie lange haben wir gebraucht, Moritz? Viertelstunde. Viertelstunde, ja, für Leute, die das noch nie gemacht haben. Würde ich sagen, länger braucht ihr dafür nicht. Der Auslieferzustand des iLX 903D ist ja eigentlich mehr oder weniger in Einzelteilen und erfordert auch erstmal wieder ein paar Schrauben und viel Heckmeck, bis das überhaupt erstmal richtig eingestellt ist. All das haben wir für euch schon gemacht. Wir haben alles hier schon eingebaut. Der Winkel ist richtig eingestellt. Also ihr kriegt es genau so geliefert, wie es hier gerade liegt. Das heißt, richtig zum Anstecken und fertig. Die mechanische Seite haben wir jetzt also geklärt. Das haben wir alles schon erledigt. Wir haben für euch jetzt elektrisch auch schon alles erledigt. Also alles, was ihr bisher mit zusammenstecken habt müssen, haben wir bereits für euch gemacht. Der CAN-Bus-Adapter für das Suzuki-Modell ist bereits hier mit integriert, angesteckt, zusammengebunden, richtig angeschlossen. Wir haben den USB-Adapter bereits hier so dran, dass ihr den nur noch anstecken braucht, damit ihr den originalen USB verwenden könnt. Damit DAB richtig funktioniert, gibt es einen Splitter, den wir bereits integriert haben, der auf die originale Antenne vom Suzuki drauf geht. Alles haben wir bereits so verkabelt, dass ihr jetzt daran nichts mehr machen müsst, außer an der Antenne anstecken. Das Einzige, was jetzt noch im Auto drinne bereits eben verlegt worden ist, ist der Mikrofoneingang, der hier drauf kommt, steht ja auch hier drauf, Mikrofon in, und wir haben den Antennenanschluss für GPS hier, der auch noch im Fahrzeug angesteckt werden muss. That's it! Was ich euch gerade eben vorgestellt habe, ist Version 1 für alle Fahrzeuge ohne DAB integriert, so wie unserer hier. Für alle Fahrzeuge, die DAB integriert haben, egal ob das jetzt so ein Multimedia-Gerät ist oder ein ganz normales Autoradio, man merkt es ja, wenn man die Quelle hat, DAB, dann habt ihr DAB integriert. Dann gibt es Version 2. Alle Versionen und alle Artikel, die ihr im Video seht, findet ihr natürlich unten im Videobeschreibungstext und den Link direkt zu uns in den Webshop rein. Version 2 ist ausgelegt für alle Fahrzeuge mit integriertem DAB. Dann fällt nämlich auch der Splitter weg, den ich euch gerade eben bei der anderen Version vorgestellt habe, wo dann aus UKW dann UKW und DAB macht. Das fällt weg. Und ich habe euch für diese DAB-Fahrzeuge das so vorbereitet, dass auch der Stecker von
vom Fahrzeug, vom Suzuki für DAB bereits hier drauf passt, dass ihr also nur noch anstecken müsst, UKW-Antenne, DAB-Antenne, den USB-Adapter mit drauf, das Mikrofon mit anstecken, die GPS-Antenne, die wird separat angesteckt, die beim Gerät mit dabei liegt und der Stromanschlussstecker. That's it und dann funktioniert das Ding. Wir bauen jetzt das ganze Stück mal schnell ein und haben danach, ich zeige euch danach, was wir alles mit dem Gerät machen können und wie es natürlich eingebaut ausschaut. Los, ab ins Auto, ich piss mich schon los vor Aufregung. So schaut's aus. Also alles ist bereits von uns für euch vorbereitet mit originalen Suzuki-Teilen, die wir alle schon fertig zusammengeschraubt haben. So wird das Gerät an euch ausgeliefert, wenn ihr das für den Chimney bestellt. So, und jetzt packen wir das gute Stück hier mal rein. Was haben wir denn alles? Eigentlich gar nicht mal so viel. Wir hätten jetzt noch einen Kamera-Input, falls wir eine Rückfahrkamera dran machen wollen. Wir hätten einen AUX-Input. Wer also einen AUX-Anschluss nur anschließen möchte, also einen Klinkenanschluss, der hat ja gerade gesehen, wie einfach das ist, vom Radioschacht bis ins Handschuhfach ein Kabel zu legen. Der kann das auch mit ranlegen, ist auf jeden Fall hier dran anzuschließen. Dann haben wir einen USB-Adapter, der ist bereits auch schon dran, so dass ihr den originalen USB-Anschluss, wo ist er denn? Das ist er. Unser originaler USB-Anschluss ist nämlich hier unten dran. Hier. Und den nutzen wir jetzt mit unserem USB-Anschlussadapter, der auch schon alles fertig angeschlossen am Gerät steckt. Und dann haben wir die GPS-Antenne, die wir gerade eben eingebaut haben. Können wir ja schon mal dran machen. So. Dann haben wir das Mikrofon. Dafür haben wir auch einen Eingang. Und zwar, wo ist denn unser? Hier ist der Mikrofoneingang. Genau, Mikrofon in. Können wir auch gleich anstecken. So, dran. Dann haben wir einen Antennenanschluss. Und weil wir ja DAB auch mit drin haben, haben wir für euch bereits das alles so mit angeschlossen, dass wir mit einem Splitter arbeiten und die originale UKW-Antenne quasi jetzt mitnutzen für unseren DAB-Anschluss und mit diesem Anschluss alles angesteckt ist. Also ihr braucht tatsächlich nur UKW wieder mit anschließen, die alten Kabel. Das eine Kabel weiß der Geier, für was das sein soll. Wir brauchen es nicht. Vielleicht war das für die originale Lenkradfernbedienung. Die haben wir jetzt über unseren CAN-Bus, der ja auch schon in dem Kabelkit mit integriert ist. Ihr braucht nichts mehr machen. Das ist alles schon vorbereitet. Den stecken wir jetzt noch mit an. Und jetzt muss ich echt überlegen. Ich glaube, das war's schon. Moritz, war das alles? Ja klar, das war's. Wer jetzt noch einen HDMI-Anschluss nutzen möchte, das Gerät hat einen HDMI-Anschluss, der ist, schau mal, Moritz, der ist hier drin. Ja? Da kann man dann das HDMI-Kabel reinmachen und mit diesem beiliegenden Teil quasi fixieren. Wir in unserem Fall nutzen das nicht. So, und jetzt können wir das Ganze hier hinten rein verstauen. Okay, bisschen anstrengend, Leute, aber es ist auch wirklich genügend Platz hier, damit man das alles schön und ordentlich unterbringen kann. So. Und jetzt machen wir eigentlich nur noch Klick. So einfach bei dem Auto. So, das war es eigentlich schon. Jetzt machen wir 2 Schrauben da dran hier unten rein und die Blende wieder oben drauf. Und wir haben ein Autoradio vom Feinsten montiert. Und den Deckel wieder drauf. So, und jetzt ziehen wir unsere Schutzfolie ab. Wie geil. Schaut mal, Leute, wie das ausschaut. Ein Traum wird wahr. Ich mach's mal ganz leise, weil aktuell haben wir noch die Originallautsprecher dran. Die braucht ja jetzt auch wirklich keiner hören. Die tauschen wir im nächsten Teil aus. Jetzt geht's weiter. Ich zeige euch noch ein paar Grundfunktionen vom Autoradio, damit ihr mal seht, was ihr jetzt im Chimney alles haben könnt und wie geil das ausschaut. Sagt uns mal eure Meinung, ob ihr da auch so begeistert seid wie ich. Das Design hier drinne, ich find's einfach nur abartig geil. CAN-Bus-Adapter mit integriert bedeutet natürlich auch für Fahrzeuge, die Lenkradfernbedienung haben, laut und leise alles per Lenkrad, vor und zurück kann man zappen, auch vom Lenkrad aus, stumm schalten kann man
Und die Tasten, also okay, ein Wermutstropfen hat das Ganze. Die Tasten für Telefon sind hier nicht mehr tauglich, also nicht mehr fürs Telefon. Das heißt, ihr müsst das Ganze halt über die Sprachfunktionstaste vom Autoradio machen oder hier drauf touchen, was ja auch ganz viel Spaß macht. Das war jetzt ein Einbau für 20 Minuten Aufwand, so ein Ergebnis zu haben. Mega! Wen das interessiert, was das Gerät jetzt außer Apple CarPlay, USB, Bluetooth, AUX-In, was das Gerät noch alles kann, dem haben wir im Abspann ein Video verlinkt, wo wir natürlich dieses Gerät schon optimal verfilmt haben mit allen Funktionen. Und weil wir ja so ein geiles Radio jetzt hier drin haben, mit einem mega geilen Sound eigentlich, müssen wir jetzt natürlich den nächsten Teil, den dürft ihr nicht verpassen, wie wir hier geile Lautsprecher einbauen und eine Klangsteigerung um 88.000% bringen. Ich schwör's, das machen wir. Also, Abo-Button klicken, den habt ihr natürlich auch im Abspann drin und die Glocke nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil, euer Olli.